Deine Geschichte, dein Weg, dein Job. Aus dem Studio Ansage sagen wir heute willkommen. Willkommen zu unserem neuen Podcast Deine Geschichte, dein Weg, dein Job. Heute haben wir zu Gast Celia Fichtel und freuen uns schon total auf, was sie alles uns zu berichten hat. Just go for it. Just go for Just it. go for it. Just go for it. Deine Geschichte, Dein Weg, dein Job. How did you arrive to Germany? ¿cuáles fueron tus primeros pasos? War es schwer, einen Job zu finden? Cuéntanos cómo es tu vida ahora 4 women 3 languages. Und viele and many Geschichten. life y stories. muchas historias. Just go, Just go for it. Just go Just for go it. for it. Guten Tag allerseits. Heute sind wir im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg im Studio Ansage in der Kreuziger Straße und begrüßen Celia Fichtel. Celia, wie hast du zu uns heute gefunden überhaupt? Hallo. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und auch für die Einladung als Gast zu sein in diesem Podcast. Also ich freue mich schon riesig. Das ist sehr schön. Und ich habe schon überlegt, wie ich dich anmoderiere und sage, du bist eine deutsch-mexikanische Kulturjournalistin, ein Jobcoach, aber ich dachte, du bist so viel. Vielleicht willst du uns erstmal ein bisschen deine ersten Schritte. Wie kamst du überhaupt nach Deutschland? Wann kamst du nach Deutschland? Also ich kam nach Deutschland im Sommer 2017 und ich würde sagen, ich bin fast mehr als 30 Jahre Mexikanerin, weniger als 10 Jahre Deutsche. Und ich bin Deutsche, oder ich habe das deutsche Staatsbürgerschaft wegen meiner Opa. Aha. Und in Mexiko, wir haben die ganze Dokumentation gemacht. Und einfach, also vor 8 Jahren hatte ich gedacht, wäre schön in Deutschland zu leben, ein Leben hier machen. Und dann hast du dich entschlossen, kurzfristig oder längerfristig das schon geplant, nach Deutschland zu kommen. Aber Deutsch hast du damals in deiner Familie in Mexiko nicht gesprochen? nein, weil meine Opa hat nicht Deutsch gesprochen mit uns. Und ich habe ein paar kleine Kurse gemacht, also mit den Zahlen 1, 2, 3 und Currywurst und Kartoffelsalat und das war's. So waren meine deutsche Kenntnisse damals. Und es war sehr kurzfristig, mein Plan nach Deutschland zu kommen. Es war nur immer die Idee, ich hatte den deutschen Reisepass. Und ehrlich gesagt, es war Sommer 2017 von Juli bis August, dass ich habe meine One-Way-Ticket gekauft. Du hattest in der Tat ein One-Way-Ticket. Das ist ja spannend. Ja, also ohne Rückflug in der Tasche bist du hierher gekommen. Genau, Wow. Ich habe meiner Mama gesagt, ich kaufe einfach nur, um dort also One-Way-Ticket zu, weil wenn ich beiseite oder wenn ich den Rückflug schon in der Tasche habe, werde ich nicht das schaffen. Mhm. Und ich kam mit meinem Rucksack, mit meinem Reisepass und viele Kraft oder mutig, würde ich auch sagen. Ja, und ich hatte schon ein bisschen eine Idee, also von was ist der Couchsurfing, dass ich konnte vielleicht arbeiten. Ich hatte schon die Unterlagen, meine Diplomabschlüsse, glaube ich. Aber ich hatte ich hatte die Dokumente, aber ich hatte keine Ahnung, was ich hier brauchen, um zu arbeiten. Die Dokumente hattest du schon in Mexiko beglaubigt lassen, auch übersetzen lassen ins Deutsche? Übersetzen lassen. Mhm. Also hattest du schon ein bisschen eine Idee, in welche Richtung das geht und dann wolltest du hierher kommen nach Deutschland und einen Job suchen, korrekt? Genau, weil ich hatte kein Geld. Also ich muss unbedingt arbeiten, Geld verdienen. Ja, also ich werde ganz offen sein und über Geld sprechen und dann werde ich auch sagen, dass ich kam nach Deutschland mit 1.000 Euro. Das war mein gesamtes Budget. Und deswegen, also mein erster Job war als Reinigungskraft in einem Labor, das war ein Minijob.
weil ich konnte überhaupt kein Deutsch. Also ich konnte Englisch und Spanisch. Und es gibt nicht so viele Jobsmöglichkeiten. Und ich hatte auch kein Netzwerk. Also ich habe angefangen, mein Netzwerk abzubauen damals. Und ja, das hat ungefähr 1 Monat gedauert. Weil ich kann nicht reinigen, ich kann nicht putzen. Das stimmt, wir kommen noch gleich dazu. Wir machen jetzt erstmal noch die Frage, was deine ersten Schritte waren. Das würde mich auch interessieren. Also Ticket gekauft, du bist in Deutschland angekommen. Wo hattest du schon eine Wohnung gebucht? Wo bist du denn die ersten Wochen überhaupt untergekommen? Ich habe auf dem App Couchsurfing Aha. und ja, damals mein Gast war in Schöneberg, in Tempelhof Schöneberg, und er hat mir gesagt, hey, du musst eine Anmeldung hier machen, gibt es die Fachhochschule für die Sprachkurse, das Jobcenter für die, damals heißt Hartz IV. Du kannst den Antrag stellen, weil du Deutsche bist, und er hat vor ein paar Termine begleitet. Und kanntest du die Person vorher? Nee, gar nicht. Also Die hat nur- dir einfach eine Couch angeboten. Genau. Und in diese 3 Wochen, dass ich Couchsurf dort war, also gab es schon andere Gäste aus China, aus Israel, und waren nur für eine Woche oder 3 Tage einfach zu Besuch. Und ich war die Einzige mit der Idee, dass ich wollte länger bleiben. Und in diese 3 Wochen habe ich auch ein Zimmer gesucht, und dank Facebook habe ich auch eine gefunden. Und du hast sofort, also 3 Wochen hat es gedauert, bis du ein Zimmer gefunden hast. Heutzutage hören wir die Horrorgeschichten, wie schwierig Genau. es ist, in Berlin überhaupt irgendeine Bleibe zu finden. Und wow, das ist ja ist sehr beeindruckend. War etwas Illegales, also sehr nette Gast oder Mitbewohner in das Haus. Aber ja, ich hatte damals keine Anmeldung. Keine Anmeldeadresse, Genau. wir lernen alle ja, wie wichtig es ist, ein Zimmer mit Anmeldeadresse, wo man sich anmelden kann, in Ja. Deutschland zu bekommen. Mhm. Das hatte ich geschafft, also 6 Monate später. 6 Monate später hattest du eine Meldeadresse. Genau. Mit Einzimmerwohnung, Meldeadresse. Und ja, diese Hausbesichtigung war sehr lustig, weil war nur Hand und Fuß, und der arme Mann, also eine deutsche, sagen wir so, von diesen sozialen Wohnungen. Ich hatte die Besichtigung gemacht und hat Fragen gestellt, und das Einzige, das ich sagen konnte damals war, Jobcenter sagt ja, ich sage ja. Jobcenter sagt nein, ich sage nein. Und das war's. Und ich hatte die ganzen Unterlagen genommen. Ich war in dem Jobcenter, habe die Unterlagen gegeben. Der Jobcenter hat ja gesagt. Und dann ich kam zurück und ich habe die Unterlagen zurückgegeben mit den, ja, also mit den Zusagen. Ja, war ein bisschen Glück, ein bisschen, ja, also ich habe viel mitgemacht. Ja, ich kenne dich jetzt auch ein bisschen länger und ein bisschen Glück, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du dran geblieben bist und auch nicht immer Nein als eine Antwort Ja, dir erlaubt hast, ne? Und dann weitergefragt hast, was könnte man noch machen und was brauche ich. ja, Aber, Tausende von Bewerbungen für eine Wohnung. Also ich sage auch, wenn jemand mir fragt, was soll ich machen, um eine Wohnung zu finden, also das ist, was ich gemacht habe. Jeden Tag mehr als 5 Bewerbungen geschickt. Und in jede Webseite und auch von den sozialen Seiten. Und ja, am Ende hat geklappt. Ich wohne ein bisschen weit weg, aber es ist meine Wohnung. Also ich konnte dort Erde, also mich Fuß fassen. genau. Fuß fassen, sagt man auf Deutsch zum Teil, ja. Und ja, und danach kommen die anderen Geschichten. Okay, und in diesen ersten 6 Monaten, bis du diese Wohnung gefunden hast und auch eine offizielle Meldeadresse hattest, brauchtest du aber auch schon Geld. Und da hast du gesagt, da hast du schon angefangen, das waren deine ersten Schritte, eine Arbeit zu suchen, auch nicht eine ganz legale Arbeit, weil du noch nicht angemeldet warst? Oder war das, das war eine legale Arbeit Weil- einer Reinigungsfirma? Genau, meine Zeitarbeitsfirma, Aha. das war 1 Monat.
Und ja, mit Vertrag, mit alles, Ja. also Unterlagen, ja. Und danach also habe ich mich beworben in eine Hostel als Küchenhilfe. Aber am Ende war ich verantwortlich für das Frühstück. Okay. Genau. Also man muss alles aufräumen, Frühstück vorbereiten, Frühstück auf den Tisch stellen und danach alles nochmal von vorne anfangen. Und das war ein Job, dass ich war also ich sollte schon dort sein 5 Uhr morgens Mhm. und bis 12 Uhr. Das So war also schon Und- keine Schichtarbeit, aber schon ein Genau. sehr früher Job. Genau. Und ja, ich muss mich sehr früh aufstellen, weil also wo ich wohne, also 3 Uhr morgens war ich schon wach, geduscht, vorbereitet. Ich habe die BVG genommen und dann war ich schon in meinem Job um 5 Uhr morgens. Hat total Spaß gemacht. War schön. Und also nach meinem Job habe ich Deutsch gelernt. Ich war in den Integrationskurs. Okay. Und ich habe immer an meine Kollegin gesagt, bitte sprechen Sie mit mir ein bisschen Deutsch, weil ich wollte auch üben und lernen. Aber sie haben gesagt, dass sie wollten mit mir Englisch sprechen, weil sie wollten auch Englisch üben. Und das war also gut. Das ist nie einfach, ne? Wenn die Genau. Leute die andere Sprache lernen wollen und dann haben sie jemanden, mit dem sie das üben können, ja. Und dann geht das auf die. Kann ich dich fragen, was hattest du denn da für eine Adresse angegeben bei deinem Vertrag? Wenn man einen normalen Job hat, einen Angestelltenjob oder Zeitarbeitsfirma, musst du ja auch eine Adresse angeben? Genau, der Adresse von der Couchsurfing. Vom Couchsurfing. Das hat er, das war okay. Ah, super. Mhm. Das ist Das super. war okay für die Person, die Miete hat. Also Mhm. mit seiner Erlaubnis, das hat geklappt. Hat Genau. geklappt. Oh, das ist super. Mhm. Okay. Okay, und erzähl mir aber ein bisschen Reinigungskraft, Küchenhilfe, frühzeitige Jobs, alles klar. Was hast du aber eigentlich in Mexiko mal gelernt ursprünglich? Also, ich habe in Mexiko, ich habe vieles gelernt. Also, ich bin Kommunikationswissenschaftler. Ich habe meinen Diplomabschluss. Danach, ich habe meinen zweiten Diplomabschluss Linguistische Anthropologie. Mhm. Und ich habe einen Masterabschluss als Mesoamerican Studies. Das Mhm. hat auch mit Anthropologie zu tun. Also eigentlich eine Anthropologin in Mhm. Berlin, Mhm. die einen Job sucht. Und Ja. was waren dann die nächsten Schritte? Also es war dir schon klar, dass diese Jobs, die du am Anfang hattest, sagen wir, eine Überlebensstrategie waren, damit nachher bessere Zeiten kommen, korrekt? Und Ja, wie bist du das dann angegangen? Was waren dann deine nächsten Schritte in der Jobsuche? Deutsch lernen. Also bevor ich diese Frage gestellt habe, also was wollte ich hier sein oder an was wollte ich arbeiten, war Deutsch lernen. Also ich will Deutsch lernen und danach stelle ich mir diese Frage. Ich wusste schon, dass in Anthropologie schwer wäre. Es gibt eine großartige, also hier der Humboldt-Forum, dieses Institut of Latinoamerikanische Studies. Ich wusste schon, dass es gibt diese Orte, wo ich arbeiten kann. Mhm. Aber ich weiß auch, dass es ist nicht so einfach und vielleicht ich sollte hier einen Master auch absolvieren und danach dort arbeiten. Und deswegen habe ich mich die Frage gestellt. Ich habe auch andere Kurse besucht, nicht nur den Integrationskurs oder den Sprachkurs, sondern auch Kurse für Frauen in dem Frauencomputerzentrum Berlin. Mhm. Das helfen auch Frauen mit Migrationshintergrund und diese Orientierung. Und ich werde dich lügen, also ich habe keine Ahnung, 3 Monate oder 6 Monate hat diese Kurse gedauert und war einmal in der Woche, zweimal in der Woche war es sogar. Und dann haben wir also diese kleinen Übungen gemacht und ein bisschen auch, sie haben erzählt, wie funktioniert das Jobcenter, wie funktionieren die Tools, das das Jobcenter hat und welche sind die Jobs oder Bereiche, das es in Deutschland gibt,
was bedeutet also Anthropologin zu sein in Deutschland, welche sind die Aufgaben, die eine Anthropologin in Deutschland macht. Und so hat angefangen Der Denkprozess so. Genau, meine Jobsuche. Und in Mexiko, also ich war Lehrerin vom Beruf. Aha. Ich habe Anthropologie unterrichtet und Sozialwissenschaft. Und zusätzlich habe ich auch einen Verein gegründet. Und in diesem Verein ich war Projektleiterin. Und dort hat angefangen hier meine Berufsweg, weil ich hatte gedacht, okay, ich kann nicht als Anthropologin arbeiten und auch nicht als Lehrerin, weil ich habe Die Sprache noch nicht oder nicht nur die Sprache, sondern das Zertifikat, das sagt, dass ich Lehrerin studiert habe. Hier in Deutschland, du brauchst diese pädagogische Erzieherzertifikat, dass du zertifiziert bist, dass du auch lernen kannst. Mhm. Ich war schon im Senat von Berlin, ich hatte gefragt, ich war auch auf einer Jobmesse und ich hatte gefragt, hey, ich wollte auch in Mexiko, ich war Lehrerin, darf ich hier auch Lehrerin sein? Und sie haben mir gesagt, lass mich sehen, deinen Lebenslauf und dein Zertifikat. Und dann haben sie gesagt, nee, aber hier steht gar nicht, dass du ein Erzieher bist. Dann nicht. Du brauchst eine Erzieherausbildung und danach kannst du vielleicht arbeiten als Lehrerin. Und dann war okay, keine Lehrerin. Heutzutage wäre das, heutzutage, also was heißt hier heutzutage, aber QuereinsteigerInnen als LehrerInnen zu arbeiten, das ist ja möglich. Aber damals war es noch ein bisschen strikter wahrscheinlich. Sie haben dir nichts gesagt, dass du kannst auch Quereinsteigermöglichkeiten haben und eventuell ein... Nee, diese Information habe ich nicht gehabt damals. Und dann war ich als Projektkoordinatorin oder Projektleiterin. Und mit dieser Idee kam ich hatte schon das C1 Deutschniveau. Und dann kam ich mit einem Arbeitsvermittler bei der Jobcenter und habe gesagt, hey, ich wollte als Projektleiterin versuchen, einen Job zu finden. Und dann damals, ich hatte einen sehr guten Arbeitsvermittler, der hat gesagt, weißt du was, mach eine Weiterbildung. Und suche dir eine Weiterbildung in dieser Richtung. Und habe ich eine Weiterbildung gefunden als agiler Coach mit Schwerpunkt auf Coaching, systemisches Coaching und natürlich agiles Management. Und ich denke, danach alle Türen sind offen. Oder nicht alle Türen, aber viele, also coole Jobtouren. Also, und dort würde ich sagen, habe ich angefangen. Wie lange hat es gedauert, dass du auf C1-Niveau kamst? Ewigkeit. Ewig? Nein, also es war 3 Jahre. 2-3 Jahre? Ja. Ja, und ich bin sehr anstrengend mit mir. Also ich spreche, Sie konnten auch das hören, also wegen meinem Akzent und alles, aber mein Handy war auf Deutsch damals. Also ich habe Radio auf Deutsch gesehen. Ich bin Fan von MoMA Magazin, also YouTube-Videos, alle Filme auf Netflix mit Untertitel und auf Deutsch. Also auf Deutsch und mit Untertitel. Also war nicht so viel Spaß am Anfang, aber das hat viel geholfen. Und nichtsdestotrotz hat es 2-3 Jahre gedauert, weil es dauert einfach lange, eine Sprache zu lernen und sich wirklich zu Hause zu fühlen und das System zu verstehen. Ja. Und auch, also man muss auch warten vor der Anmeldung zwischen Kursen. Das spielt auch eine Rolle. Man muss warten vor den Ergebnissen der Tests, vor der Anmeldung für den nächsten Kurs. Und in diese Zwischenzeiten, das ich denke, sind zwischen 2 Monaten ungefähr, habe ich versucht, ein Praktikum zu machen oder eine von diesen anderen Kursen, wie der Orientierungskurs für Frauen oder ja. Hast du auch ehrenamtlich gearbeitet? Hast du auch bei Organisationen geholfen oder? Ja, ich habe geholfen, damals heißt Go Volunteer, also heutzutage auch, aber das Programm war
Heutzutage heißt Du for Berlin. Ja, und dort habe ich auch unterstützt, Personen mit Flucherfahrung und Migrationshintergrund eine ehrenamtliche Tätigkeit zu finden. Super. Das waren so, es sind viele erste Schritte, aber es dauert halt, nimmt auch seine Zeit. Das ist sehr, sehr interessant. So, und heute arbeitest du oder hast auch als Jobcoach gearbeitet. Erzähl mal ein bisschen, wie du dazu gekommen bist. Wie war dein Arbeitsweg? Also, wie ist dein Jobleben heute? Ja, also nach meiner Weiterbildung als agile Coach habe ich in diese, mit meiner Lehrerin von systemisches Coaching gelernt und gehört über Bildungscoach und Jobcoach. Und das habe ich, das waren meine Suchbegriffe bei Jobsuche. Und habe ich gesehen, Bei der Jobsuche im Internet oder Genau. beim Kursnet oder grundsätzlich bei der Jobsuche? Grundsätzlich. Grundsätzlich. Mhm. und habe ich bemerkt, dass viele meiner Kompetenzen waren mehr in diese Richtung. Und meine Anschreiben war, habe ich angefangen. Ich habe im Moment nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich, aber ich habe die Qualifikation, ich würde gerne dort starten. Und mein erster Job kam im Oktober. Im Oktober also vor 3 Jahren, vor 2 Jahren? 2020. 2020, Ja. okay. Mit der Rechnung, genau. Und er war als Bildungsberaterin bei Beratung zu Bildung und Beruf, dieses Projekt von Senats. Mhm. Und natürlich, also war wegen auch meine Sprachkenntnisse waren sehr wichtig. Nicht nur die Erfahrung mit, wie kann ich mit Personen umgehen, sondern wie viele Sprachen ich spreche. Also jetzt nicht nur Deutsch, sondern dass du Genau, Spanisch kannst, und dass du Englisch. Englisch kannst, Genau. dass du auch mit Leuten, die jetzt kein Deutsch können, dich unterhalten kannst. Mhm. Genau. Und dann ich selber die Erfahrung hatte, nach Berlin zu kommen und ich konnte auch diese Empathie bauen mit den Personen, die dort fragen. Genau. Ja, super spannend. Und du hast vorhin gesagt, du hattest einen guten Menschen beim Jobcenter, der dir auch Ratschläge gegeben hat, was du für Weiterbildungen machen kannst. Wer war noch in deinem Netzwerk? Wer hat dir noch gute Ratschläge gegeben? Hattest du bis dahin, weil es war ja auch Corona-Zeit, ne? 2020 ist es auch wichtig. Also egal, ja, du wolltest dann die Sprache lernen und üben und das war auf einmal wurde alles auf online umgestellt und wir sind alle zu Hause geblieben und konnten nicht sehr viel machen. Das stelle ich mir auch nochmal sehr anstrengend vor. Und wie hast du da dein Netzwerk aufgebaut? Du hast dann auch umgestellt auf Online-Beratungen. Genau, also Jobportale, Social Media, bei LinkedIn, bei Facebook, Facebook-Gruppen, Instagram. Also ich habe ich vergesse den Namen, die Sozialkanäle benutzt. Die sozialen Medien benutzt und genau. alle. Und jede Veranstaltung oder Event, das interessante Kindlingen, ihr war dabei. Und und dort haben wir uns auch mal kennengelernt, genau. aber es ist interessant zu hören von der anderen. Wichtig waren die Schlagwörter, die dir deine Bekannte oder ne, deine Freundin sagte? Das war eine Jobcoach. Also nach der Weiterbildung hatte ich diese Jobcoaching und ja, sie ist großartig. Und sie hat mir viel beigebracht und also, dass wir sollten smart starten mit einem Ziel, diese Suchbegriffe und einfach sich bewerben. Also die Stelle anschreiben, lesen und bewerben, auch wenn du nur die 50% hast. Und das war ihr Ratschlag. Also du bewerbst, also vorbereitet natürlich die Anschreiben, aber bewerb dich. Und Bewerb dich danach einfach, lerne, übe, mach Genau, genau. Und bewerb dich natürlich auf Jobs,
auf die du Lust hast und auf die du für die du qualifiziert bist, aber muss nicht ein Job sein, wo du 100%ig alle Voraussetzungen erfüllst, Nee, sondern nee, einfach genau. Bewerbung und Übung machen. Und okay. Und wie warst du dann bei mehreren Vorstellungsgesprächen? Viele. Und in Person oder damals war es ja in Person oder online Doch, auch? war in Person und war auch online, gab es Beides? viele online. Und also, ich übertriebe, aber ich denke ehrlich, dass ich mehr als 1000 Bewerbungen geschickt habe. 1000 Bewerbungen Ja. geschrieben hast Ja, und verschickt ja, hast. Ja. Und einige Wow. waren schlimm, also dass ich nur Copy-Paste gemacht habe, einige waren nur der Lebenslauf, also hatte ich alle Fehler, dass man Fehler Die bei man machen kann. Bewerbungen, genau. Ja, ja. Aber ja, also jeden Tag habe ich 15 geschrieben, nicht nur in Berlin, also auch In ganz in Deutschland. Brandenburg oder In- ganz aha. Deutschland. Aha. Und ja, also sagen wir so, in der Woche habe ich 50 geschickt. Von den 50 kam es 5 Einladungen für Vorstellungsgespräch. In der Woche 5 Einladungen zum Vorstellungsgespräch. Ja, für den Monat, also Aha. nicht für die nächste Woche oder an den Tag. Ja. Und Also das Sprichwort, Übung macht die Meisterin. ja, Ja, ja. wirklich. Und also damals, ich wusste nicht vieles, aber ich würde auch jetzt oder heutzutage sagen, dass es gibt ein kleine Tipps oder man muss auf ein bisschen sich vorbereitet und man braucht nicht 1000 Bewerbungen zu schicken, einfach nur 100. Es reichen auch 100, Genau, aber die 100 100 sind muss auch man okay. schon Genau. verschicken. Okay. Ja. Okay. Super spannend. Super, super spannend. Und erzähl uns ein bisschen, wie sieht denn dein Leben heute aus? Schön. Schön, Wenn schön, jetzt, ist schön zu viel- hören. Ja, also sehr stressig. Ich bin sehr beschäftigt, würde ich sagen. Ich arbeite, ich habe 3 Jobs und fast 4. Also ich arbeite als Jobcoach bei Just Go For It. Ich gebe Workshops einmal in der Woche. Ich gebe auch Einzelberatungen. Ich würde sagen, ich arbeite oder mitmachen bei Projektarbeit, mitdenken. Ich arbeite als Bildungsberaterin bei einer Programmiererschule, das heißt Code Institute. Ich unterstütze die Interessanten dort, also mit der Anmeldung und mit den Unterlagen bei der Jobcenter, um einen Bildungsgutschein zu bekommen. Und ich arbeite auch als Moderatorin einer Erfolgreichsgruppe. Mhm. Ja, also am Ende, ich sage, was Syria macht, ich helfe Personen, Arbeit zu finden. Mhm. Das ist mein Job. Und wie mache ich meinen Job in verschiedenen Unternehmen? Also bei Just Go For It, bei Code Institute und andere Organisationen. Und jetzt machen wir sogar den Podcast zusammen Genau, und genau. wollen Frauen begleiten, die einen Job suchen und wie sie ihre Schritte machen und Ideen geben, dass sie auch für sich ein bisschen Mut fangen und sagen, es klappt. Genau, weil wenn wir hören von der anderen, also wir bekommen diese Inspiration und diese Kraft und einfach nicht einfach weitermachen. Also ja. Hättest du das gedacht, als du hergekommen bist, Nee, dass du gar heute... nicht. Nein. Was hattest du damals gedacht? Ich hatte keine Idee. Du Ich hattest habe keine keine Idee, was ich gedacht habe. Meine Idee, also ich erinnere mich im Flughafen ein bisschen weinen, ein bisschen lachen, also mit meinem Koffer, meine Eltern und der Reisepass und der Ticket. Also meine Idee war, ich schaffe das. Okay. Ich Aber weiß das es ist- nicht mhm. wie. Also ich hatte keinen Plan, ich hatte kein Netzwerk, aber ich hatte mich.
Aha. Und mit dieser Idee, das war, okay, ich schaffe das. Und jeden Tag im Netzwerk sein, also Fragen stellen, suchen, sich bewegen, also jeden Tag. Machen. Nee, super. Super, super, super. Und heute eine letzte Frage vielleicht noch grundsätzlich. Würdest du heute was anders machen oder was würdest du Leute, die heute jetzt nach Deutschland kommen, raten? Was könnten sie, was sollen sie machen? Also Syria würde ich nicht anders machen. Mhm. Ja, ich mag wie die ganze Fehler und nicht so Fehler und Überraschungen, dass ich hatte, wie das Ganze aussieht, also mit der Geschichte ist. Aber ich würde sagen, oder mein Tipp wäre, Fragen stellen. Fragen. Also Fragen an Bekannte, an Freunde, an Social Media, in Facebook-Gruppen, auch in der Jobcenter-Agentur für Arbeit. Schicken eine E-Mail, Fragen. Und auch an diese Infopoints, die Jobpoints und Fragen. Ich hätte gerne oder ich würde sehr gerne als Maler arbeiten. Was brauche ich? Ich würde sehr gerne als Anthropologin in Berlin arbeiten. Was brauche ich? Oder mit wem soll ich mich vernetzen? Einfach fragen. Und eine E-Mail kostet nicht. Eine E-Mail kostet nicht und Fragen genau. bringen dich also weiter. Kostet Zeit und kostet diese Mut einfach, also ja, so machen. Aber ja, mein Tipp wäre Fragen. Super. Finde ich alles sehr interessant und wenn ihr auch Syria mal live erleben wollt, wir haben Workshops, meistens Mittwoch, meistens im Düti Nachbarschaftstreff in der Orbanstraße 48E und fangen um 3:45, 16:15 Uhr an und da könnt ihr Syria live erleben. Wenn ihr Lust habt, eure Geschichte mit uns zu teilen, dann schreibt uns bitte. Wir verlinken unsere E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und wir freuen uns, von euch zu hören auf jeden Fall. Und sagen jetzt hier an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Syria. Es war super spannend. Vielen Dank. Danke. 4 Women 3 languages. Und viele and many Geschichten life y stories. muchas historias. Just go for it. Just go for it. Danke an Studio Ansage für den Raum und die Technik. Vor allem Hans und Daniel für die Aufnahmeleitung. Danke Svantje Reuter für Expertise, Mut und Zuspruch. Und natürlich unseren Gästen. Dieser Podcast wurde produziert von Just Go For It und unterstützt mit Mitteln des Projektfonds Kulturförderung Friedrichshain-Kreuzberg.